Man sagt, der Mensch sei die Summe seiner Erinnerungen. Und wahrscheinlich stimmt das, denn wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern nur so, wie es uns unsere Erinnerungen erlauben. Manche von ihnen sind Licht, andere Schatten, manche Oasen in der Wüste des Alltags, andere Ketten, die uns im Ozean des Lebens in die Tiefe reißen. In den letzten 7 Jahren waren wir unterwegs in dieser weiten, wilden, wunderschönen Welt, haben Erinnerungen gesammelt wie andere Souvenirs und sie in unseren Herzen vergraben wie einen Schatz. Jetzt, da wir zurück sind in Deutschland, folgen sie uns wie Geister. Immer da, niemals greifbar. Und doch das Wertvollste, was wir von dieser Reise mitgebracht haben. Denn sie können nicht zerbrechen, nicht verstauben, nicht verloren gehen. Sie sind das einzige Paradies, aus dem wir nie vertrieben werden können. Gleichzeitig möchten wir keine Menschen sein, die in ihren Erinnerungen leben. Wir wollen, dass sie mehr sind als Bilder, in die wir an grauen Tagen flüchten. Wir wollen, dass sie Segel sind und nicht nur Anker. Wir wollen, dass sie unser Fühlen prägen, unser Denken verändern, unser Handeln formen. Und uns nicht nur daran erinnern, was war, sondern auch an das, was möglich ist. Zeit also, zurückzublicken auf die 7 schönsten Momente dieser 7 Jahre um die Welt. Nicht nostalgisch, nicht verklärt, nicht wie Großeltern am Küchentisch, die vom Gestern schwärmen, weil das Morgen Angst macht, sondern mit Blick nach vorn. Wann fühlten wir uns lebendig, frei, geborgen? Und vor allem, warum? Wie holen wir dieses Gefühl zurück in unser Hier und Jetzt, zwischen den kleinen und großen Sorgen des Alltags? Wenn es draußen feuchtkalt ist und der Himmel bleigrau, die Nächte schlaflos und die Herzen schwer. Denn wenn es stimmt und wir nicht mehr sind als die Summe unserer Erinnerungen, wollen wir sie nicht als Rückspiegel in uns tragen, sondern als Kompass. Hallo Leute, wir wollten uns erstmal bei euch bedanken für das großartige Feedback, was ihr uns bei unserem letzten Video hinterlassen habt. Es war echt unfassbar, wie viele Kommentare wir bekommen haben, wie viele Leute das Video gehypt haben und ja, unfassbar. Wir haben uns wirklich, wirklich gefreut. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Und wir werden uns auch in den kommenden Tagen die Zeit nehmen, um alle Kommentare mal durchzugehen und euch allen auch zu antworten. Wir sind bislang einfach nicht dazu gekommen. Und ja, ansonsten soll es im heutigen Video einen kleinen Rückblick geben auf die 7 schönsten bzw. die 7 prägendsten Erlebnisse unserer 7 Jahre Weltreise. Ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Geschichten teilen, die wir bislang auf diesem Kanal noch nicht erzählt haben und hoffen einfach, dass wir damit auch ein bisschen Hoffnung verbreiten können und Optimismus und Vertrauen und wollen auch ein bisschen zeigen, dass wir diese Erlebnisse zwar überall auf der Welt gemacht haben, aber im Endeffekt das Schöne und das Prägende an diesen Erlebnissen war, dass wir sie eigentlich hätten überall machen können. Auch hier in Deutschland, auch hier in Berlin. Genau. Ich glaube, wir machen mal einen kleinen Spaziergang und beginnen mit unserer ersten Story. Genau. Die größte Volkskrankheit in Deutschland heißt Einsamkeit. Doch paradoxerweise tun wir wenig, um uns vor ihr zu schützen und ziemlich viel, um uns anzustecken. Wir predigen Selbstliebe statt Nächstenliebe, Me-Time statt We-Time. Unser einziger Gott ist die Person im Spiegel. Wir wohnen allein in Wohnungen, die Hühnerkäfigen gleichen, bestellen unser Essen per Apps und unsere Klamotten im Netz. In der Bahn soll uns bitte niemand anquatschen und wenn wir grübeln, was sich unsere Mutter zum Geburtstag wünscht, fragen wir nicht sie, sondern ChatGPT. Der Individualismus versprach uns Freiheit und Autonomie. Bekommen haben wir Tinder und Depression. Als wir 2022 von Australien nach Südafrika flogen, verwandelten wir uns in Einsiedlerkrebse. Wir sprachen mit niemandem anderen außer uns selbst und wunderten uns dann, dass uns etwas fehlt. Noch dümmer aber war meine Überzeugung, es mangele mir nicht an Austausch, sondern an Zigaretten. Eigentlich war ich gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören. Doch auf der Terrasse eines Hostels, flankiert vom Indischen Ozean, mit Aschenbechern auf jedem Tisch, als gehörten sie zur Deko, sackte mein Wille in sich zusammen wie ein geplatzter Luftballon.
Klar hatten wir eine schöne Zeit auf unserem Roadtrip durch die Regenbogennation. Vor allem, weil wir so viele Tiere sahen wie noch nie in unserem Leben. Doch mit einem Kippchen in der Hand wären die Elefanten noch beeindruckender, oder? Letztlich schubste die Sucht die Vernunft von der Klippe und ich traf To. Einen drahtigen Zulu, Kappe auf dem Kopf, Boots an den Füßen, Kette um den Hals. Ich fragte ihn nach einer Zigarette, wir kamen ins Gespräch und verbrachten in den darauffolgenden Tagen jede freie Minute zusammen. To war 32, hatte mehr Geschwister als er zählen konnte und hütete neben seinem Job als Gärtner 4 Kühe. Sein Handy sah aus wie mein erstes vor 20 Jahren und er verdiente am Tag weniger als ich in einer Stunde. Wir sprachen über Autos und Rapper, über Träume und Ängste, über Leben und Tod. Er erzählte mir von seinem Fußballtrainer, der am Rande eines Spiels erschossen wurde. Ich erklärte ihm, warum Borussia Dortmund cooler ist als Bayern. Und als wir uns verabschiedeten, gab ich ihm ein altes Smartphone, weil er mir etwas viel Wertvolleres geschenkt hatte: seine Freundschaft. Bis heute frage ich mich, ob wir uns jemals begegnet wären, hätte ich mich an diesem Nachmittag im März nicht auf die Suche nach einer Zigarette begeben. Versteht mich bitte nicht falsch, Rauchen ist scheiße. Aber leider leben wir in einer Welt, in der uns oft nur der Aschenbecher als Begegnungsstätte bleibt. To hat mir gezeigt, was aus einem Gespräch mit einem Fremden wachsen kann. Gerade dann, wenn er auf den ersten Blick ganz anders ist als ich selbst. Bisschen frisch, ne? Ja. Ja, kommen wir mal zur nächsten kleinen Geschichte. Diese Geschichte ist auf jeden Fall wichtig und hat unsere ganze Reise verändert und auch geprägt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also es war so, dass zu Beginn der Reise ja mein Vater gestorben ist. Das heißt, dass die Anfänge, wo wir unterwegs waren, sehr schwierig waren und wir es kaum genießen konnten. Es war halt immer so ein Auf und Ab, ne? Es kam also so, wie es bei Trauer halt ist. Manchmal kriegt sie mehr, Ja. manchmal weniger, aber sie war halt permanent da. Ja. Und ja, dann waren wir halt irgendwie, es war so Ende November, glaube ich, ne, 2018. Wo wir halt echt nicht mehr wussten, so was wir jetzt genau machen wollen, weil wir uns das halt komplett anders vorgestellt hatten. Also wie gesagt, wir haben uns halt wahnsinnig darauf gefreut und dachten, ey, das wird jetzt die Zeit unseres Lebens. Ja. Und das war es halt absolut nicht. Dann, ich weiß noch, wir waren auf Phuket Ja. in einer Airbnb und ja, haben wieder mehrere Tage eigentlich nur in der Unterkunft rumgehangen, weil uns absolut einfach nicht danach war, auch irgendwie rauszugehen und unter Menschen zu kommen und gar nichts. Und ja, dann haben wir hin und her überlegt und haben viel geredet und dachten, okay, ja, wollen wir zurück nach Deutschland einfach so. Hat sich irgendwie auch nicht richtig angefühlt. Nee. Wir wussten halt nicht, wohin mit uns sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann habe ich irgendwie durch Zufall, bin ich auf Australien gestoßen und haben uns dann dazu entschlossen, ja, lass uns das einfach machen. Ja. 6 Wochen ziehen wir jetzt das durch und danach gucken wir, wie es aussieht. Und wenn es quasi unsere letzte Station ist auf dieser Reise Ja. und danach sich nichts ändern wird, dann fliegen wir zurück nach Deutschland von da. Genau. Wir sind in Perth angekommen, Ja. kurz vor Weihnachten 2018. Und dann haben wir uns da einen Campervan gemietet, so einen ganz einfachen. Wir hatten also keine Dusche oder irgendwas, nicht mal eine Küche drin. Nee. Also es war einfach nur so, dass wir da drin pennen können. Hat aber vollkommen gereicht. Und ja, wir sind dann von Perth Richtung Norden gefahren, Richtung Exmouth, ja, komplett die Westküste entlang. Bei Exmouth in der Region ist auch das Ningaloo Reef, also das zweitgrößte Korallenriff der Welt nach dem Great Barrier Reef. Und ja, wir waren halt jeden Tag irgendwie campen, wir waren jeden Tag in der Natur, wir konnten frei stehen, teils pennen, wo wir wollen, mehr oder weniger. Wir waren schnorcheln, dann oben halt jeden Tag, haben Schildkröten gesehen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir in Australien gelandet sind, war es schon irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Es hat sich sehr richtig angefühlt, irgendwie als hätte es, ja, es musste so sein, dass wir da sind, so hat es sich für mich angefühlt. Ja. Und die ganze Zeit danach war halt die beste Zeit. Ja, wir haben da irgendwie so eine Freiheit wieder gespürt. Wir haben uns befreit von diesem Ballast mehr oder, also du vor allem, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, was heißt befreit? So verarbeitet, ne? Irgendwie auf eine Art hat man es auch verarbeitet und man hat so ja auch wieder die schönen Dinge im Leben gesehen. Es war so, vom Grau wurde es wieder farbig und irgendwie hat Australien auch so viel dazu beigetragen. Die Vögel sind bunt, es sind Papageien da, die Tierwelt ist unfassbar gewesen so und da konnte man gar nicht anders gefühlt, als das alles so wertzuschätzen und wieder zu sehen,
ja, das Leben ist schön und es können schlimme Sachen passieren, aber trotzdem geht es halt auch weiter und ja, es war richtig, richtig schön. Ja, zum Ende des Roadtrips haben wir uns dann, ja, war einfach auch diese Reisefreude auch wieder da, Ja. diese Lebensfreude. Ja. Und da war auch gar nichts mehr mit, ey, lass uns zurück nach Deutschland, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ja ursprünglich eigentlich geplant, nur ein Jahr unterwegs zu sein. Und da haben wir dann unsere Pläne auf den Kopf gestellt, abermals. Also hätten wir damals nicht diesen Entschluss gefasst, hätten wir nicht unsere Pläne über Bord geworfen sozusagen und wären dann quasi nach Australien gereist. Wer weiß, vielleicht wären wir dann auch schon nach 3-4 Monaten zurück in Deutschland gewesen und nicht danach im Endeffekt 7 Jahre irgendwie in der Welt unterwegs gewesen. Also es hätte komplett unser Leben eigentlich, also unser Leben wäre anders verlaufen einfach. Ja. Ja, so viel dazu. Ja. Und ich glaube, wir machen uns mal auf den Weg zurück. Es ist echt kalt. Ja. Und ja, dann ist es auch gleich Zeit für die nächste Geschichte. Genau. Manchmal genügt ein kleiner Schritt in eine neue Richtung, um unser Leben zu verändern. Manchmal ist es ein Ortswechsel oder ein Jobwechsel. Und manchmal reicht selbst ein Moment der Stille, ein wenig Natur, um unsere Wunden zu heilen. Doch manchmal sitzt der Knoten so tief in uns, dass nur die Reise ins Innere ihn lösen kann. Das Jahr 2023 begrüßte uns mit Leere. Wir wussten nicht, wo wir eigentlich hingehören und wo wir überhaupt hin möchten. Wir waren inzwischen seit 4,5 Jahren unterwegs und glichen einer Plastiktüte im Wind, die durch den Himmel treibt. Ohne Ziel und ohne Plan. Wir waren frei und dennoch nicht glücklich. Und so fragten wir uns, wenn selbst dieses vermeintliche Traumleben uns nicht erfüllt, was verdammt nochmal soll es dann? Also stiegen wir eines Morgens in den Zug und fuhren in die nordthailändische Provinz. In ein Meditationszentrum, zu einem Vipassana-Kurs. 10 Tage Schweigen, getrennt voneinander. Ohne Handy, ohne Bücher, ohne Musik. Wir hockten 11 Stunden am Tag im Schneidersitz, ohne jemals vorher meditiert zu haben. Wir weinten, wir verzweifelten, wir zerbrachen. An den Schmerzen unserer Körper und den Dämonen unserer Seelen. Jeden einzelnen Tag dachte ich ans Aufgeben. Doch dann waren die 10 Tage um und als wir am 11. endlich wieder nebeneinander aufwachten, fühlten wir uns wie neu geboren. Nie zuvor spürte ich so viel Liebe, so viel Dankbarkeit, so viel Gelassenheit. Nie zuvor sah ich die Welt so klar und noch nie blickte ich so optimistisch in die Zukunft. Wir reisten weiter, nach Indien, durch Zentralasien, den Kaukasus und die Türkei. Langsam, meist über Land und schließlich zurück nach Deutschland. Zu dieser Zeit begannen wir, unsere Reisen auf Kamera festzuhalten und unsere Geschichten mit der Welt zu teilen. Unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Tränen. Ohne Vipassana gäbe es diesen Kanal nicht. Zumindest nicht in dieser Form. Es klingt absurd, aber diese Reise nach innen war intensiver als all die Reisen im Außen. Sie machte körperlich spürbar, was ich längst zu wissen geglaubt hatte. Dass alles in diesem Leben vergänglich ist. Leid ebenso wie Glück. Und sie führte mich zurück zu dem Menschen, der ich war, bevor die Welt mir sagte, wie ich zu sein habe. Bevor es weitergeht, ein großes Dankeschön an unseren Partner Surfshark und ein kleiner Tipp für euch. Ja, und zwar ist ein guter VPN für uns auf Reisen so wichtig wie die Zahnbürste und Surfshark ist da auf jeden Fall unser Favorit. Warum? Weil Surfshark die IP-Adresse verschleiert und den gesamten Internetverkehr über einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Wofür das praktisch ist? Zum Beispiel um Geoblocking zu umgehen. In Saudi-Arabien konnten wir nur dank Surfshark per WhatsApp mit unseren Eltern Videotelefonieren. Ohne VPN wäre das nämlich gesperrt gewesen. Und in China wären wir komplett aufgeschmissen gewesen, weil fast alle Apps dort blockiert sind. Das Beste ist aber, dass man dank Surfshark sogar Geld sparen kann. Wenn ich zum Beispiel auf Booking nach Hotels in Bangkok suche, werden mir folgende Preise angezeigt. Wechsle ich aber mit Surfshark zu einer thailändischen IP-Adresse, sehen die Preise plötzlich ganz anders aus. Für dieselben Hotels im selben Zeitraum. Ziemlich nice, oder? Also, probiert's aus über surfshark.com/Notizen oder mit dem Code Notizen. Damit bekommt ihr 4 Monate gratis obendrauf. Vielen Dank an Surfshark und jetzt machen wir weiter, ne? Ja, wenn wir gefragt werden, woran erinnert ihr euch super gerne zurück, wenn ihr ans Reisen denkt, dann kommt, glaube ich, diese Geschichte bei uns recht häufig, ne? Weil die so intensiv war und irgendwie
einfach so schön, obwohl es so banal ist eigentlich. Ja, und zwar war das im Sommer 2022. Wir haben ja so ein paar Monate auf dem afrikanischen Kontinent verbracht, haben Südafrika bereist, Namibia bereist, Mosambik bereist. Dann habe ich Corona bekommen und wir lagen 2 Wochen flach und waren mehr oder weniger isoliert. Ja, und dann waren wir da in diesem Zimmer in Mosambik und Hatten sehr viel Zeit zum Nachdenken. ja, viel zu viel Zeit zum Nachdenken und haben uns dazu entschlossen, unsere Pläne über Bord zu werfen. Wussten auch erstmal wieder nicht genau, was wir jetzt machen wollen. Ja, und haben einfach dann überlegt, ey, was sind eigentlich wirklich so unsere Reiseträume? Und dann kamen wir beide recht schnell auf die USA. Das war für mich persönlich so in meiner Jugend auch irgendwie so ein Sehnsuchtsort, der aber unerreichbar ist. Ja, und durch die Arbeit in Australien hatten wir halt relativ viel Geld angespart und ja, dachten, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ja, haben uns dann in unserem Krankenbett Flüge gebucht nach New York. Ja, und als wir dann endlich in New York gelandet sind wir sofort schlafen gegangen. Abends konnte man leider nichts mehr machen, aber ja, morgens war es irgendwie, wir sind sehr früh aufgewacht durch den Jetlag. Ich glaube, es war so 6:30 und wir haben uns gegenseitig angeguckt und dachten uns so, lass uns doch einfach mal zum Times Square laufen. Das war von der Unterkunft irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt so 25 Kilometer, wenn nicht sogar noch mehr entfernt. Und ja, wir sind dann einfach losgelaufen und es war einfach so ein schöner Morgen und dieses Gefühl, so okay, wir haben uns jetzt einen Traum erfüllt und irgendwie war das so ein schönes Gefühl, unterwegs zu sein. Wir sind, glaube ich, so viele Schritte gelaufen wie noch nie an einem Tag und haben uns auch einfach treiben lassen. Also wir sind einfach gelaufen. Also einfach, wenn wir irgendwie eine Ecke gesehen haben, eine Gasse gesehen haben, eine Straße gesehen haben, irgendwas auf dem Weg gesehen haben, das uns irgendwie gerufen hat sozusagen, dann sind wir diesem Ruf gefolgt. Es hat einfach alles gestimmt an dem Tag, so. Das muss man halt auch dazu sagen. Genau. Wir hatten richtig geiles Wetter, es war Sommer. Ja, es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht. Also auch dieses Treiben lassen vor allem. Ja, ich glaube so auf Reisen oder eigentlich auch im Leben macht man sich ja immer oder oft Pläne. Aber gerade dieser Tag hat uns irgendwie auch gezeigt, so ey, es ist einfach richtig, richtig schön, sich einfach treiben zu lassen. Ja. Das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis, an das wir wirklich sehr, 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 sehr gerne zurückdenken. Genau. Und uns halt immer wieder in den Kopf rufen, wie wichtig es ist, manchmal nicht irgendwelchen Listen zu folgen, sondern sich einfach mal treiben zu lassen. Ja, ich glaube, wir machen morgen weiter, ne? Ja, ist jetzt schon relativ spät und erstmal schlafen. Ja. Und morgen setzen wir dann unsere Liste fort. Ach so, und übrigens am Ende des Videos werden wir auch noch natürlich die Gewinner unserer kleinen Tagebuchverlosung bekannt geben. Genau. Genau, also bleibt dran. Ein Bett macht noch kein Zuhause und ein Staat keine Heimat. Meine Vorfahren waren Bauern aus Oberbayern. 1765 verließen sie ein Land, das damals noch Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation hieß, und zogen Richtung Osten. Sie überquerten halb Europa und siedelten schließlich an der Wolga, im Herzen Russlands. 230 Jahre später machten sich meine Eltern und ich auf den Weg zurück, in ein Land, das nun eine Bundesrepublik war. Mehr als 2 Jahrhunderte hatten meine Vorfahren in Russland gelebt und galten dort doch immer als Deutsche. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland und bin manch einem Deutschen trotzdem nicht deutsch genug. Was also ist Heimat? Ausgerechnet in einem kleinen Dorf irgendwo im Herzen Kirgisistans begriff ich zum ersten Mal, was dieser abstrakte Begriff bedeuten kann. Wir waren zu Gast bei den Mirbekows, einer Familie aus Mutter, Vater und 3 Söhnen. Sie hatten ihr ganzes Leben in dieser Gegend verbracht, ihre Eltern auch und deren Eltern ebenso. Als Halbnomaden leben sie im Winter im Dorf in einem kleinen Haus aus Stein und Lehm und im Sommer in einer Jurte, hoch oben in den Bergen an einem glasklaren See. Und obwohl wir Fremde waren, behandelten sie uns so, als kannten wir uns ewig. So wie sie waren eigentlich alle im Dorf. Jeder kam von hier, jeder kannte jeden, jeder lebte von dem, was die Erde hergab. Das war nicht viel. Und doch teilte man das bisschen, was man hatte. Alle ritten sie, seit sie laufen konnten, als sei das Pferd ein verlängerter Teil ihrer Körper. Und alle sprachen mit leuchtenden Augen von ihrer Welt.
Nicht von Kirgisistan, sondern von den Bergen, die über ihnen wachten. Von den Wiesen, auf denen sie liefen. Von den Flüssen, aus denen ihre Pferde tranken. Und von den Seen, in denen sie im Sommer schwammen. Es war kein Nationalstolz, der andere klein machen muss, um sich selbst groß zu fühlen. Es war pure und reine Verbundenheit. Und je länger wir dort blieben, desto mehr verstanden wir, warum sie in den Herzen dieser Menschen wohnt wie ein stilles Feuer, das nie erlischt. Es war so unendlich schön, so weit, so friedlich, so klar. Kein Lärm, kein Tempo, kein Überfluss. Nur das, was wirklich zählt. Als wir aufbrachen, weinten wir. Die Milbekows zeigten uns, was Heimat wirklich ist. Sie ist kein Pass, kein Besitz, kein Blut und kein Papier, sondern ein Gefühl. Ein Ort, an dem man niemandem erklären muss, wer man ist. Ein Ort, den man nicht verlassen will, weil man mit jeder Faser spürt, genau hier gehöre ich hin. Ja, Kirgisistan würde ich so gerne nochmal hin. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen. Fühlt sich ein bisschen krank irgendwie. Ja. Aber es war eigentlich immer eine Frage der Zeit. Zu der Jahreszeit, das ist ja auch ganz normal eigentlich. Ja. Halb so wild. Wir machen mal weiter mit der nächsten Geschichte, ne? Ja, sie fängt an mit einer Autopanne, wie sie im Buche steht, ne? Ja. Ja, wir waren auf dem Weg zu einem Nationalpark in Australien. Ja, ich glaube, es waren 200 Kilometer Schotterstraße bis dahin. Ja, und mitten auf dieser Schotterstraße, ich glaube, nach ungefähr 30 Kilometern, ist unser Auto einfach stehen geblieben. Es ist nicht mehr weitergefahren und wir beide kennen uns nicht mit Autos aus. Wir waren 30 Kilometer vorher tanken, mitten im Nirgendwo. Der Ort hieß oder heißt Gregory. Dort wohnen, glaube ich, 20 Leute, ist so die offizielle Einwohnerzahl. Und ja, wir haben da getankt, sind losgefahren. Wie Anna bereits erzählt hat, ist dann unser Auto noch ungefähr 30 Kilometern stehen geblieben. Ich saß dann da verheult und wusste nicht, was sollen wir jetzt tun. Vor allem, wir sind hier mitten im Nirgendwo. Die nächstgrößere Stadt ist 500 Kilometer entfernt. Ja. In der Verzweiflung hast du dann einfach so random 2 Cowboys angesprochen. Ja. Mit Cowboyhüten. Ja. Ja. Und gefragt, so, ob sie die Möglichkeit hätten, unser Auto wenigstens in diesen Ort abzuschleppen. Und ihre Antwort war auch lustig. Die meinten so, ja, können wir machen. Ja, so ganz trocken. Die haben da auch kurz unter die Motorhaube geschaut, haben da jetzt auch nichts weiter feststellen können auf die Schnelle, haben dann ein Abschleppseil dran gebunden und dann sind wir 30 Kilometer zurückgetuckert. Ja, dann waren wir an diesem Ort und wir haben rumgeguckt nach Abschleppunternehmen. Das wäre so teuer gewesen, dass wir uns gleich ein neues Auto hätten kaufen können. Ja, und ich wusste, dass es in diesem Ort einen Campingplatz gibt. Und ich meinte zu Eugen, komm, ich laufe da mal runter und ich suche da nach Hilfe. Ich bin runtergelaufen und von Weitem habe ich Hundegebell gehört. Dann habe ich Angst bekommen. Aber dann schrie eine Stimme, hab keine Angst, komm ruhig näher. Und da saßen 2 ältere Frauen, die ja ein Lagerfeuer machten. Ich habe ihnen die Situation geschildert und sie meinten, ja, wir kennen doch jemanden, der Mechaniker ist, den rufen wir mal an. Ich war dann auf dem Rückweg, der war schon sofort am Auto und du wusstest nicht, wer das ist und was er macht. Ja, da kam dann so eine schlachsige Gestalt mittleren Alters auf mich zugelaufen, sehr grimmig. Und ja, der hat dann ins Auto geschaut, meinte dann sofort, ja, die Benzinpumpe ist wahrscheinlich im Arsch, können wir jetzt nichts machen, ich gucke mir das mal morgen in Ruhe an, wollt ihr mit zu mir kommen? Wir haben dann ein bisschen gechillt, der hat uns auf ein Bier eingeladen, haben ein bisschen Musik gehört und er hat uns auf seine Art und Weise irgendwie wieder aufgebaut. Ja, wir haben dann ein paar Stunden bei ihm verbracht, sind dann zurück zum Auto, haben dann im Auto die Nacht verbracht, also wir hatten ja ein Bett im Auto und ein Dachzelt. Und ja, am nächsten Morgen sind wir aufgewacht mit einem sehr ekelhaften Gefühl. Wir haben uns schon ausgemalt, okay, das ist das Ende unseres Roadtrips. Wir müssen jetzt irgendwie, also wir sind unser Auto los oder sind einen Haufen Geld los. Ja, letztlich haben wir dann keinen anderen Ausweg gesehen, als uns eine neue Benzinpumpe zu bestellen. Das hätte irgendwie alles mehrere Tage gedauert, weiß nicht, 4 Tage, aber was hätten wir machen sollen? Und ja, an
demselben Tag ist auch mein Bruder und seine damalige Partnerin, die sind quasi auch auf dem Weg in den Nationalpark gewesen. Ja, die kamen dann vorbei und haben halt angeboten, dass wir sie einfach in den Nationalpark begleiten, also dass wir unser Auto da stehen lassen. Ja, kurz bevor wir losgefahren sind in den Nationalpark, hatte ich nochmal die Idee, dass wir unseren alten Chef anrufen. Ja, unseren ersten Arbeitgeber in Australien, der einen Pub und ein Hotel in einer wirklich winzigen kleinen Stadt mit 120 Einwohnern mitten im Nirgendwo. Bedourie, falls jemand es googeln möchte. Ja, besitzt. Und ja, das war, also dieses Bedourie ist 1000 Kilometer entfernt gewesen von unserem Standort. Genau. Aber dieser größere Ort ist quasi auf halber Strecke. Und Jim, also unser ehemaliger Chef, hat dort einen Bruder, der ein Mechaniker ist. Und deswegen dachte sich Anna, okay, vielleicht kennen die irgendein Abschleppunternehmen, weil die ja verwurzelt mehr oder weniger sind in der Region. Und ja, dann hat sie ihn angerufen. Ich habe ihn in Tränen die Situation geschildert und er meinte zu mir, ja, gib mir ein bisschen Zeit, ich rufe dich gleich zurück oder demnächst. Genau, und wir sind dann in den Nationalpark gefahren, waren dann dort, hatten eine magische Zeit. Ja, es war so ein bisschen wie so ein Fiebertraum, aber so ein positiver Fiebertraum. Genau, also es war halt alles so, das ganze Sammelsurium an Emotionen, die man irgendwie haben kann, traf dort aufeinander und bildete so ein Gemisch, das einen komplett in so einer, ja, das alles erschien wie ein Traum. Ja. Es war halt irgendwie, das war ein wunderschöner Nationalpark. So rote Felsen und dadurch floss so ein kleiner Fluss in smaragdgrüner Farbe und dort gab es so kleine Oasen, in denen man schwimmen konnte. Ja, wir waren dann wandern, sind, ich glaube, 1,5 Kilometer durch diesen Fluss geschwommen mit so einem Schweizer Pärchen, das wir dort kennengelernt haben. Und ja, da waren noch Krokodile in dem Fluss, aber wir waren irgendwie alle so, hey, egal. Und es war halt so einfach voll schön. Und wir haben da wunderschöne Sonnenuntergänge gesehen, unseren ersten richtigen Mondaufgang. Und während wir in diesem Nationalpark unterwegs waren, habe ich dann den Anruf von Jim bekommen, der dann mir mitteilte, so, yo, in 2 Tagen komme ich euch abholen mit einem Abschlepper. Und dann sind wir nach ein paar Tagen wieder zurückgefahren in den kleinen Ort. Also haben dann auch mal Carrie getroffen, unsere Bekanntschaft. Wir sind dann mit ihm zusammen dann halt zu den 2 Frauen am Fluss gegangen, die Anna am ersten Tag kennengelernt hatte. Jean und Erika. Jean und Erika, genau. Und ja, die beiden sind halt indigene Australierinnen und die haben halt da so ein kleines Camp gehabt. Also ich glaube, Erika hat da mehr oder weniger am Fluss gelebt in einem Zelt. Und die haben da Musik gehört, haben Karaoke gesungen aus so einer riesigen Box und auch krasse Geschichten erzählt, halt von über Stolen Generation zum Beispiel. Also dass die beide aus ihren Familien entrissen wurden als Kinder. So in dieser ganzen Scheißsituation, in der wir irgendwie gesteckt haben, haben wir so unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt und hatten so eine magische Zeit. Und am nächsten Morgen, weiß nicht, war so 5:30 oder so, früher Morgen habe ich nur so ein Motorenbrummen gehört und habe dann so aus dem Zelt geschielt. Und da sah ich dann Jim Smith, 70-jährigen Mann in kurzer Hose und Cappy, der dann irgendwie auch so ein bisschen an einen Schuljungen erinnerte. Und dann so, good morning, Eugene. Und ja, dann haben wir unser Auto auf seinen Abschlepper geladen und sind losgefahren und sind dann 500 Kilometer Schotterstraße mitten durchs Nirgendwo gefahren. Und dann kamen wir in Mount Isa an, also in diesem Ort, und er musste tanken. Und ich wollte ihm halt auch was geben, ich wollte ihm auch Geld geben, ich habe ihm Geld angeboten, ich wollte dann wenigstens tanken. Und er hat vehement darauf bestanden, dass ich das auf gar keinen Fall mache. Und meinte dann nur zu mir so, it was a really nice trip, Eugene. I've never been to Gregory before. Und ja, das war dann unser Retter, Jim Smith. Ja. Und die Geschichte von unglaublicher Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, aber vor allem auch irgendwie so einem Vertrauen, das wir daraus gezogen haben, dass alles gut wird. Egal wie auswegslos Situationen manchmal scheinen, irgendwie wird das schon. Ja, abräumen, ne? Ja, genau. Und ihr könnt dann in der Zwischenzeit schon mal
der nächsten Geschichte lauschen. Seit neuestem habe ich Angst vor Wärmflaschen. Wegen eines Reels. Eine junge Frau erzählt, wie ihre auslief und das heiße Wasser sie verbrannte. Nicht nur körperlich, sondern im Vertrauen in etwas scheinbar Harmloses. Wenn schon ein kurzer Clip reicht, um Angst in uns zu sehen. Was macht ein Leben voller Schlagzeilen, die uns die Welt durch den Schleier ihrer dunkelsten Seiten zeigen? Über kaum ein anderes Land wird im Westen so verzerrt gesprochen wie über Saudi-Arabien. Und ja, es gibt vieles, das man kritisch sehen kann. Wir sehen es auch. Aber wir reisen nicht, um zu urteilen. Nicht um den moralischen Zeigefinger über der Welt zu erheben, wie so viele vor uns. Die mit dem Kreuz kamen und mit dem Schwert. Mit Idealen auf Papier und Bomben im Gepäck. Wir reisen, weil wir glauben, dass das Herz eines Landes nicht in Regierungspalästen schlägt, sondern am Straßenrand. An einem unserer ersten Tage im Wüstenstaat strampelten wir erschöpft einen Berg hinauf. Der Gegenwind brannte in den Oberschenkeln, die Sonne stach, die Hitze lag wie Blei auf unseren Schultern. Oben angekommen, kauerten wir im Schatten einer Baracke, als plötzlich ein Auto hielt. Der Fahrer, ein Mann, den wir am Tag zuvor flüchtig getroffen hatten. Er reichte uns 4 große Tüten, gefüllt mit Reis, mit Hühnchen, mit Wasser, mit Schokoriegeln und Softdrinks. Kaum fuhren wir weiter, hielten die nächsten. Ein kurzes Lächeln, ein Getränk durchs Autofenster, ein Selfie mit 2 verschwitzten Fremden. Als sich die Sonne Richtung Horizont senkte, luden uns 3 Brüder zu sich ein. Ein einfaches Landhaus, offene Türen, offene Arme. Sie kochten für uns, sie stellten 1000 Fragen und beantworteten 1000 andere. Sie lachten mit uns, redeten mit uns, vertrauten uns. Und wir ihnen. Genau so ging es weiter. Kilometer für Kilometer, Tag für Tag, Woche für Woche. Noch nie in unserem Leben wurden wir so oft eingeladen, so großzügig beschenkt, so tief im Inneren berührt. Diese Welt ist kein finsterer Ort. Und der Mensch ist kein Monster. Wir lieben, wir lachen, wir weinen. Wir machen Fehler und stecken voller Widersprüche. Doch wir alle wünschen uns, gesehen zu werden. Nicht nur durch Schlagzeilen, nicht durch Vorurteile, sondern durch offene Augen und offene Herzen. Es lohnt sich also immer, selbst rauszugehen. Nicht um zu verändern, sondern um verändert zu werden. Durch das, was hinter der Angst lauert, in dieser weiten, wilden, wunderschönen Welt. Ja, Leute, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, ihr konntet anhand unserer Erzählungen ein bisschen auch in euren eigenen Erinnerungen schwelgen und ja, hoffen, dass ihr positiv aus diesem Video geht. Abschließend folgt jetzt noch die Verlosung für unser Reisetagebuch. Genau, es haben viele mitgemacht und ich drücke euch die Daumen, dass ihr gewinnt. Genau, wir haben hier einfach so einen Zufallsgenerator online gefunden. Zufallsgenerator.de, um es mal ganz transparent zu machen. So, starten wir mal. So, wir haben hier mal alle Teilnehmer reingemacht, sind 45 an der Zahl. Anzahl der Gewinner sind 5. Machen wir mal ein Glücksrad und starten das Ganze. So. Gewinner Nummer 1. Glückwunsch. Dann Sophia Helene. Glückwunsch. Vantas Kmia. Ronny VS. Und Christine Donny. Genau. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ja, wir schreiben euch einfach mal unter eurem Kommentar, den ihr uns dagelassen habt, unter dem letzten Video, schreiben wir euch mal ganz kurz. Ansonsten, falls ihr das Video jetzt seht, wäre es noch einfacher, wenn ihr uns einfach eine E-Mail schickt. eugenvonunterwegs@gmail.com. Ja, ansonsten geht's bald weiter. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Genau, bis dann.